Hallo, wir befinden uns hier in der Ausstellung Rache, Geschichte und Fantasie im Jüdischen Museum Frankfurt am Main. Und ich stehe hier zusammen mit meinem Co-Kurator Erik Riedel. Ich selbst bin Max Czolek, Kurator und Ideengeber dieser Ausstellung zur Rache. Und wir wollen heute über den Raum rabbinische Überlieferung sprechen. Erik, was verbirgt sich denn hinter diesem Spruch Auge um Auge, Zahn um Zahn? Also Auge um Auge, Zahn um Zahn ist sicherlich die Bibelstelle, die am meisten aus christlicher Sicht genutzt wurde als Beleg für die Vorstellung der rachsüchtigen Juden. Dabei handelt es sich wirklich um eine Fehlinterpretation. Genau, also es wurde viel benutzt, vor allem von christlichen InterpretInnen als Grundlage, den Juden vorzuwerfen, dass sie rachsüchtig sind, dass der Gott rachsüchtig ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn als das Grundmotto jüdischer Rachsucht. Das stimmt natürlich alles nicht. Wenn wir uns hier anschauen, wie die innerjüdische Debatte um Auge, Zahn um Zahn läuft, dann handelt es sich eigentlich um eine Diskussion um Schadenersatz. Und eine der wichtigen Dinge in dieser Ausstellung ist, dass wir uns mit jüdischen Perspektiven auf Rache beschäftigen und probieren, die Perspektive der AntisemitInnen erstmal zurückzustellen und zu fragen, was war eigentlich eine jüdische Perspektive? Das ist nicht so einfach, da durchzudringen durch diesen Filz an antisemitischen Zuschreibungen und Fantasien. Und Auge um Auge, Zahn um Zahn ist eine dieser Beispiele, eine dieser Fälle, in denen eine jüdische Auslegung sich ganz grundlegend unterscheidet von der Art und Weise, wie AntisemitInnen darüber nachgedacht haben. Genau, weil es ja schon früher, also talmudische Interpretationen gibt, Auslegungen gibt, die ganz klar sagen, es geht eben nicht um Vergeltung, sondern es geht um einen angemessenen Schadensersatz und um eine angemessene Sprache, also ein Auge für ein Auge und das Ganze dann auch nicht auf einer buchstäblichen Ebene, sondern auf einer Ebene, wo wir schnell dann bei Schadensersatzzahlungen sind und sowas. Ja. Also, stimmt, es bringt ja auch nichts, wenn mir jemand einen Zahn rausschlägt und seinen Zahn gibt, was soll ich damit? genau. Nun wollen wir ja nicht den Eindruck erwecken, dass es im Judentum aber überhaupt keine Form von Rache gibt. Und auch das erzählen wir hier. Diese Rache sieht nur ein bisschen anders aus, als sie sich vielleicht sonst gemeinhin vorgestellt wird. Und das haben wir hier an zwei Beispielen erzählt, der Pessach-Geschichte, einer ganz bestimmten Passage in der Pessach-Haggadah und dem Fest Purim. Vielleicht fangen wir mit Pessach an. Was haben wir hier zur Rache in dieser Pessach-Haggadah liegen? Ja, in der Pessach-Haggadah ist ja seit dem Mittelalter, also eigentlich seit den Pogromen während der Kreuzzüge, ein Passus drin, sind Verse drin, die die göttliche Rache herbeirufen, die göttliche Vergeltung für Verfolgung und Ermordung, Auslöschung ja ganzer Gemeinden. Das Interessante an der Geschichte ist, dass diese Passagen eben je nach Richtungen innerjüdisch auch heutzutage unterschiedlich gehandhabt werden. Also es gibt eben die liberale Richtung, die gesagt hat, das ist nicht mehr zeitgemäß, das lassen wir raus. Und es gibt aber die Konservativen, die sagen, wir lassen es drin und kommentieren es. Und die Orthodoxen, die sagen, nein, es ist einfach Bestandteil der Tradition, es gehört dazu. Auch das Purimfest, was eigentlich ein Freudenfest ist und was sehr ausgelassen gefeiert wird. Wir hatten ja auch unsere Eröffnung an diesem Purimabend sehr ausgelassen gemacht, genau. Das ist ja auch ein Fest, was sehr eng mit dem Thema Rache verbunden ist. Ja, ja, und da muss ich sagen, das war mir, bevor ich mich mit dieser Racheausstellung eingehender befasst habe, gar nicht so klar, dass das Purimfest nicht nur eine Geschichte ist davon, wie die Juden umgebracht werden sollten, das nicht geklappt hat und sie überlebt haben und man feiert das sozusagen und isst Hamantaschen, Haman ist der große Bösewicht in dieser Geschichte, sondern dass diese Befreiung von den Widersachern selber in einem präventiven Racheakt mündet. Also Juden und Jüdinnen im alten Persien dürfen dann mit Erlaubnis des Königs kurz vor dem festgesetzten Datum ihrer Vernichtung selber Rache nehmen. Das ist schon eine interessante Geschichte, auch weil hier die Rache, die normalerweise Gott vorbehalten ist, auf Ebene der menschlichen Handlung stattfindet. Eine Sache, die häufig in der rabbinischen Diskussion eher die Ausnahme bleibt. Eigentlich ist Rache etwas, das ist Gott vorbehalten oder für das Ende der Zeit, wenn der Messias kommt. Und das ist unser letzter Teil, über den wir heute reden wollten, nämlich das Purpurgewand Gottes. Was verbirgt sich dahinter, Erik? ja, das ist eine sehr ausgefallene Vorstellung, die stammt aus sogenannten Piyutim, also liturgischen Dichtungen, liturgischen Gesängen.
des Mittelalters, die im Zusammenhang der Massaker während der Kreuzzüge entstanden sind. Also die sind zum einen sozusagen Gedenkgedichte, die eben auch die Geschichte dieser Verfolgung und Ermordung erzählt, aber sie enden dann auch mit Gebeten, die eben Gott um Vergeltung, um Rache anrufen. Und das Außergewöhnliche dabei ist, dass eben es eine bildhafte Vorstellung davon gibt, quasi wie Gott ein Gewand trägt, das eben das Blut der Märtyrer aufsaugt. Und wenn eben dieses Gewand komplett vollgesogen ist mit dem Blut, dann ist eben der Zeitpunkt des Gerichtes gekommen, dann kommt der Messias und dann kommt auch die göttliche Rache und die göttliche Strafe. Also die Idee, dass über Jahrtausende der Verfolgung Rechnungen offen geblieben sind, man aus Ohnmacht ja auch gar keine Möglichkeit hatte, Gerechtigkeit auf weltlicher Ebene einzufordern oder umzusetzen und dass das eine Sache ist, die am Ende der Zeit noch beglichen wird als offene Rechnung. Ja, liebes Publikum, wenn es Ihnen gefallen hat, wenn Sie mehr wissen wollen, wenn Sie interessiert sind, wie die anderen Räume aussehen oder wissen wollen, was sich in dieser Box hier mit der Aufschrift Fake News eigentlich befindet, dann kommen Sie doch vorbei ins Jüdische Museum Frankfurt am Main. Rache, Geschichte und Fantasie.